Hey, ich bin's wieder, Chris, und willkommen zur 27. Folge unserer Serie Weg zum Twitch Affiliate. Ja, letztes Mal habe ich euch ja gezeigt, wie man Live-Chat auf seinem Overlay direkt einbindet von Twitch. Ja, und dieses Mal möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen, wie ihr euren Chat noch ein bisschen aktiver in euren Stream direkt in euer Overlay einbinden könnt. Und zwar ist es eine Möglichkeit, die habe ich mal bei einem Streamer, den ich gerne schaue, gesehen. Und zwar geht es darum, dass halt alle Emotes, die bei euch in den Chat geschrieben werden, in eurem Twitch-Livestream, halt auch auf eurem Overlay cool angezeigt werden. Ja, und das hat natürlich auch den Vorteil, dass die Zuschauer dazu animiert werden, Emotes in euren Chat reinzuschreiben. Und das macht dann euren Stream halt, lebendiger und nicht mehr so langweilig. Ja, wie das Ganze aussieht, will ich euch jetzt erstmal kurz zeigen und danach zeige ich euch dann, wie das Ganze funktioniert. Also, das geht mit Stream Elements mal wieder. Und das sieht dann halt so aus. Hier, da hüpfen dann die Emotes. Genau, da kommen dann hier die Emotes raus, die halt eure Zuschauer in den Chat reinschreiben. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ja, man muss es ja auch nicht so übertrieben hier machen. Man kann, das zeige ich euch jetzt dann auch gleich, das selbst bestimmen, in welchem Bereich des Bildes in eurem Stream das halt auftauchen soll. Die ganzen Emotes. Ja, also gehen wir direkt rein bei Stream Elements. Wieder in unser Overlay, was wir ja schon erstellt hatten. Ja, wie man jetzt so ein Overlay erstellt, habe ich schon in einem Video gezeigt. Werde ich euch jetzt hier beim i nochmal verlinken, wer es von euch noch nicht weiß. Und ja, dann gehen wir hier auf die Overlays, dann geht man hier wieder auf Bearbeiten. Gehen wir jetzt hier bei unserem Ingame Hauptoverlay rein, Bearbeiten. So, und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das Plus zu gehen. Und dann bei Alerts gibt es hier den Punkt Kappa Gen. Und hier steht auch schon drunter, Show Emotes from your chat on your stream. Also Emotes aus dem Chat, die im Chat geschrieben werden, werden halt in eurem Stream direkt eben über euer Overlay angezeigt. Klicken wir drauf. So, da haben wir jetzt hier schon den Kasten. Das ist die Box. Ja, ich würde die erstmal standardmäßig so groß lassen. Und ich würde die auch hier unten hinpacken, damit die Emotes halt so von unten hochsprudeln können, und da ist es nicht direkt in der Mitte, da stört es jetzt auch nicht so viele. Ja, falls einem der Bereich zu groß ist, also in diesem viereckigen Bereich würden dann die Emotes halt angezeigt werden, direkt auf eurem Overlay, direkt in eurem Stream. Ja, falls sich das zu klein oder zu groß ist, dann könnt ihr die Größe von dem Bereich hier ja, an den Rändern eben bearbeiten, indem ihr das dann anklickt und halt nach rechts zieht oder hier schräg nach oben zieht. Ja, genau, und dann können wir jetzt hier bei den Einstellungen, hier im Menü, können wir jetzt einstellen, ob wir den gesamten Bildschirm für die Emotes nutzen möchten. Würde ich standardmäßig lassen. Okay, dann kann man hier noch saisonale Sachen aktivieren, würde ich jetzt standardmäßig auch erstmal so lassen. Dann kann man noch die Emote-Größe bestimmen. Das ist standardmäßig auch meistens schon alles ganz gut eingestellt, also würde ich auch so auf Standard lassen, aber man könnte es theoretisch, kann man hier auch noch jedes einzelne Emote größer oder kleiner einstellen, wenn man das möchte. So, und dann haben wir jetzt hier die Chat-Emotes einmal als Möglichkeit. Und da ist halt, ja, hier standardmäßig an, würde ich auch so lassen. Also alle Emotes, die im Show All, alle Emotes, die im Chat geschrieben werden, werden dann auch hier bei euch angezeigt auf dem Overlay im Stream. Dann kann man hier noch die Animation einstellen. Ja, standardmäßig ist Random eingestellt, also da wird von allen 4 Animationen, die es hier gibt, halt zufällig eine genommen. Also hat man die größte Vielfalt drin, deswegen würde ich das auch so lassen. Dann hier sind hier noch die Emojis standardmäßig aktiviert, dass halt auch solche normalen Emojis halt dann hier auftauchen. Finde ich auch ganz cool. Ist nochmal mehr Vielfalt drin. Ja, dann könnte man hier noch einstellen, dass nur Subscriber, also falls einem das zum Beispiel zu viel wird und man ist schon relativ groß, hat schon relativ viele Subscriber, könnte man hier auch einstellen, dass nur die Emotes, die Subscriber in euren Twitch-Chat schreiben, dann hier angezeigt werden. Ich würde es standardmäßig, gerade wenn man noch kleiner ist, so wie ich auch auf Twitch, erstmal hier auch auslassen, wie es auch standardmäßig ist. Ja, hier könnte man noch Custom Emotes, also irgendwelche eigenen Emotes, hier steht ja noch eine Beschreibung dazu, könnte man hier auch noch hinzufügen. Ja, brauche ich erstmal nicht. Aber die Möglichkeit ist da. Ja, dann kann man hier noch festlegen, ob für jeden Zuschauer
Also ob jeder Zuschauer eben unendlich, also egal wie viele Emotes er in den Chat schreibt, sie werden alle hier angezeigt, oder man könnte halt hier einstellen, keine Ahnung, es wären zum Beispiel pro Zuschauer höchstens 10 Emotes pro Sekunde, die er in den Chat schreibt, halt hier angezeigt. Ja, solange das hier nicht zu viel wird, würde ich auch mal hier auf unendlich lassen, so viel wie halt jeder reinschreibt, wird auch angezeigt im Overlay. Ja, dann haben wir hier noch die Dauer, also wie lange ein Emote hier in dem Fenster angezeigt wird. Standardmäßig auf 5 Sekunden, passt auch schon so, finde ich auch gut. Ja, und dann das ist es dann im Prinzip auch schon. Dann haben wir hier noch die Emote-Splosion, also eine Emote-Explosion quasi. Also wenn gerade ja ganz viele Leute Emotes in den Chat reinschreiben, ganz viele eure Zuschauer, dann explodieren die Emotes halt so regelrecht, wie wir es auch gerade eben schon in der Vorschau, was ich euch eben gezeigt habe, davor gesehen haben. Was natürlich dann auch ganz cool aussieht und ein bisschen Action reinbringt so. Da kann man hier auch wieder die Animation einstellen, ist auch wieder hier zufällig eingestellt, also da wird von allen 4 Animationen mal was genommen. Also werden alle verwendet, das finde ich auch am besten, deswegen lasse ich das so. Ja, hier kann man dann die Menge einstellen, die bei einer Emote-Explosion angezeigt werden. Standardmäßig sind das hier 400 Emotes, die dann halt hier so raussprudeln. Ja, würde ich auch so lassen, das haben die ja eigentlich alles schon ganz gut voreingestellt von der Menge her, dass es dann am Ende auch gut und cool aussieht. Ja, dann kann man hier noch die Events einstellen, die eben eine Emote-Explosion auslösen sollen. Zum Beispiel, wenn jemand ja, folgt oder wenn jemand bei euch einen Sub da lässt, also subscribed, oder wenn jemand bei euch was donatet oder was Bits cheert oder wenn ihr einen Host bekommt, einen Raid bekommt. Ja, und das ist auch alles hier an und das würde ich auch alles anlassen. Außer wie gesagt, es stört euch irgendwas und es ist euch irgendwas zu viel, dann merkt man ja manchmal dann erst im Stream im Nachhinein, dann kann man das natürlich dann hier umstellen. Ja, dann kann man hier noch die Emotes für eine Explosion auswählen, geht man auf Select Emotes auf den Button und kann dann hier einmal seine eigenen Sub-Emotes, wenn man halt schon Twitch-Affiliate ist, hat man ja auch eigene Emotes zur Verfügung. Die kann man eben dann auswählen, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, weil mit den eigenen Emotes ist es so am coolsten, finde ich. Ja, dann halt hier ja, diese globalen Twitch-Emotes, hier BT, TV, Global Emotes und dann noch die globalen Twitch-Emotes. Und ja, ich würde hier alle nehmen für die Explosion, damit auch alle Emotes eben angezeigt werden können. Aber wenn man zum Beispiel nur seine eigenen Sub-Emotes will, was ja auch cool sein kann, wenn man vielleicht auch schon ein paar mehr hat als ich jetzt hier, dann könnte man noch die hier weglassen, die normalen Twitch-Emotes, und dann für die Explosion nur die normalen Sub-Emotes nehmen. Ja, dann geht man hier am Ende auf Submit. Und dann haben wir das auch schon. Ja, am Ende, dann sind wir jetzt hier auch schon durch. Am Ende dann wieder auf Save gehen, also Speichern nicht vergessen. Und dann habt ihr hier eure eigenen Emotes. Also habt ihr hier die Emotes, die auf eurem Overlay in eurem Stream direkt angezeigt werden, aus eurem Chat. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache, finde ich. Und fand ich auch damals, als ich das erste Mal bei einem Streamer, den ich angeguckt habe, gesehen habe, sehr cool. Deswegen wollte ich euch das einfach mal zeigen. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon nutzt. Hier dieses Kappa Gen als so Emotes, die in eurem Overlay, in eurem Stream angezeigt werden. Oder wie ihr das halt so macht. Und ja, ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche ja, Fragen zu Twitch habt oder zu Stream Elements vielleicht, wo ihr mal noch gerne ein Video drüber sehen würdet. Da würde ich das natürlich dann auch noch für euch aufnehmen, wenn ihr da noch irgendwelche Ideen habt oder noch irgendwas wissen wollt. Ja, ansonsten am Ende der Videos hier der ganzen Twitch-Videoserie tue ich euch auch immer hier beim i nochmal die Twitch-Playlist von mir verlinken, wo halt alle wichtigen Tutorials von mir zu Twitch, Stream Elements und vielen weiteren drin sind. Ja, und dann seid auf jeden Fall good to go. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao, Chris.